Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Militech die NEJ 3 Plus Platten. Wir haben uns gedacht, wir stellen euch mal die Firma Militech vor. Es gibt ja viele Gerüchte und viele schlechte Nachreden über Firmen, die Körperschutzsysteme herstellen aus Fernost oder genauer gesagt aus China. Und deswegen haben wir Militech aus China angeschrieben und die gefragt, ob sie uns ein paar Platten zur Verfügung stellen, die wir auch beschießen dürfen. Da hat man uns sehr offen und frei genehmigt, das zu tun und auch wirklich gesagt, wir möchten ein ehrliches Review haben, einen ehrlichen Beschuss. Da soll nichts verschönert werden. Also wirklich auch gesagt, schießt mit den und den Kalibern drauf, dass wir das wirklich offen und ehrlich darstellen. Und genau das werden wir auch tun. Wir haben jetzt erstmal hier vorab bei uns im Studio eine kleine Vorstellung der Platten und generell noch mal ein bisschen was über die Company. Und dann geht es an den eigentlichen Plattenbeschuss und das Fazit. Wir werden 2 Videos insgesamt machen. Einmal hier haben wir die NEJ 3 Plus Platten und im nächsten Video zeigen wir euch dann nochmal die NEJ 4 Platten. Hinter Militech verbirgt sich die Firma Jiangxi Protective Equipment, die es seit 2004 gibt. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf Körperschutzsysteme, sei es Hartballistik, Weichballistik oder Helme. Es wird beschossen, also die Sachen werden natürlich geprüft in unabhängigen Laboren. Das heißt, die Sachen gehen zum Teil nach Australien, zum Teil in die USA und die Prüfberichte aus den Laboren sind auch bei den Platten dann beigelegt bzw. auf der Webseite zu finden. Verwendet werden hier fortschrittliche Materialien wie Paraaramide, wie Kevlar und Varon bei der Weichballistik und bei der Hartballistik UHM, WPE, Polyethylene oder eben Alu, Silikon, Boron, Carbide, Keramikmaterialien. Vielleicht noch mal ganz kurz ein Schwenk in generelle Materialien, die man bei Hartballistik verwendet. Gibt es eigentlich nur 3 verschiedene Materialien im Großen und Ganzen. Das eine ist Stahl, das zweite ist Keramik und das dritte ist PE, also Plastik. Bei den Stahlplatten sind wir uns, denke ich, alle einig. Stahlplatten haben den Riesenvorteil, sie sind extrem günstig und leicht herzustellen, sind aber dementsprechend schwer und bieten vor allem in Sachen Schutz für einen selber auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, nämlich durch Abpraller oder Querschläger oder was auch immer. Ja. Das Geschoss zersetzt sich, es trifft einen vielleicht selbst, aber wahrscheinlich auch Leute im Team. Also von Stahlplatten raten wir immer ab, egal wo und wie. Und die findet man auch bei der Firma Militech aus diesem Grund nicht. Das zweite oder häufig verwendete Material ist Keramik. Keramik hat da sehr gute Eigenschaften, um eben auch Schutzklassen bis Level 4 zu gewährleisten. Keramik ist aber auch natürlich entsprechend schwer. Deswegen ist man dazu übergegangen, eine Mischung aus Keramik und PE einzusetzen bei vielen Platten, einfach um das Gewicht ein bisschen runterzubringen und eben diese modernen Komponenten miteinander zu verbinden. PE ist tatsächlich das leichteste Material, was auch es gibt auch schon Platten, die nur aus PE hergestellt werden. Diese allerdings in großen Stil, also in der Großproduktion für Level 4 Platten zu machen, ist bisher schwierig bis unmöglich, sage ich mal. Einfach weil man dann viele Lagen miteinander verbinden muss, damit das dann auch wirklich die Schutzklasse 4 gibt. Deswegen sind die meisten reinen PE-Klassen nur dann in der Schutzklasse 3 Plus. Wir haben euch einmal hier für diese Platten die Specs zusammengetragen, dass ihr einfach mal seht, was gibt es für verschiedene Größen, was gibt es für Leistungen, also beziehungsweise welche Kaliber halten diese Platten ab und was wiegen diese Platten. Ihr habt es gerade gesehen, die NEJ 3 Plus Platten bieten Schutz gegen die entsprechenden Kaliber, die wir gerade eingeblendet haben. Die Schutzklasse hier wird nach NEJ oder nach MIL-Standard dargestellt. Es gibt auch noch eine neue Klassifizierung, die RF2-Klassifizierung. Das ist im Endeffekt nochmal eine Erweiterung zur NEJ 3 Plus. Einfach nochmal, weil eine unabhängige Gruppe in den USA gesagt hat, in der NEJ-Schutzklasse sind ein paar Punkte nicht mit drin, gerade auch wenn es darum geht, Schutzplatten für Frauen und sonstige Geschichten. Wer sich da einlesen will, da packen wir euch nochmal einen Link unten dazu in die Beschreibung. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, wenn wir das nochmal im Detail ausführen. Nur so viel. Man hat mit dieser unabhängigen Gruppe sich zusammengetan und bietet dann entsprechend Beschusstests nach RF2, RF3, RF4 und so weiter.
und die sind dann entsprechend mit beinhaltet. Die Besonderheit hier bei diesen Platten ist, bei diesen NEJ 3 Plus Platten, die wir jetzt hier haben, das sind sogenannte Multicurve-Platten. Multicurve-Platten, ich habe hier auch mal für euch eine Single-Curve-Platte, aber auch zum Vergleich, Medium und Large. So von vorne her sehen sie gleich aus. Ja? Wenn ich sie mir von der Seite angucke, da fällt schon auf, die hier ist gerade, also hat eine, müssen wir vielleicht erst so zeigen, die Wölbung zum Körper hin, zum Bauch hin, die ist natürlich gleich, aber die Single Curve ist im oberen Bereich hier gerade und die Multicurve ist angeschrägt. Noch deutlicher wird das, wenn wir hier mal einen Buddy dazu holen. Wenn ich hier die Single Curve Platte mal anhalte, dann könnt ihr sehen, dass die Platte hier im oberen Bereich gerade nach oben steht. Das kann man machen, ist von der Produktion her natürlich auch leichter. Also Single-Curve-Platten sind dementsprechend auch in der Regel immer günstiger, bieten aber vom Tragekomfort ein bisschen weniger. Mit den Multicurve-Platten habe ich hier den Vorteil, dass die auch hier im Brustbereich oben nochmal besser anliegen und dadurch natürlich das Ganze ein bisschen angenehmer zu tragen ist. Und das hat natürlich auch Vorteile im Anschlag mit der Waffe. Neben den verwendeten Schutzmaterialien hat Militech hier das Ganze natürlich auch eingepackt, damit da ein Schutz für das Material und auch der Komfort gewährleistet ist. Das heißt, im Randbereich habe ich hier eine leichte Moosgummilage. Das heißt, hier ist alles gepolstert, auch um die Platte vor Stößen ein bisschen zu schützen und natürlich vom Tragekomfort. Und das Ganze ist dann nochmal eingepackt, damit hier auch nichts passiert. Und das Ganze ist ballistisches Nylon außenrum. Jetzt haben wir aber genug geredet, jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, wie sich die Platten im scharfen Schuss verhalten. Wir sind sehr gespannt. Zum Zeitpunkt des Videos jetzt hier haben wir das noch nicht getestet, das heißt auch Neuland für uns. Wir nehmen euch jetzt mit auf die Schießbahn und dann gucken wir mal, wie die Platten sich bewähren. Wir sind auf dem Schießstand angekommen, der Alex ist hier und wird mit uns zusammen den Beschuss durchführen. Hallo Alex, grüß dich. Hallo Martin. Der Alex ist Waffensachverständiger, ist also berechtigt, diese Sachen hier durchzuführen. Wir haben jetzt hier schon mal unser Versuchslabor aufgebaut, so gut das ging. Wir haben hier einen Rahmen gebaut mit Knete hinten dran, um auch dann, falls Backface vorhanden ist, das dann auch darstellen zu können. Die Platte ist bereits schon eingespannt hier. Vielleicht sagst du gerade noch was, warum wir jetzt hinten dran nochmal hier einen Geschossfang mit weißem Hintergrund haben und vielleicht auch noch was zu der anderen Geschichte, die wir hier noch reingebaut haben. Alles klar. Okay, ja, du hast schon erklärt, wie unser Aufbau hier funktioniert. Wir haben die Platte davor, die Knete ist halt hinterher, um zu beurteilen, wie tief der Eindruck in der Knete ist, falls wir eine Beschädigung an der Rückseite der Platte haben. Das lässt dann Rückschlüsse ziehen auf die mögliche Verletzung des Trägers der Platte. Ja. Wir haben hinten nochmal ein weißes Papier aufgespannt auf einem zweiten Kugelfang. Da können wir direkt sehen, ob wir irgendeinen Durchschuss haben. Da brauchen wir gar nicht so viel abmontieren. Wenn wir da hinten ganz viele Löcher auf einmal im Papier sehen, wissen wir ja schon mal, die Platte hat nicht gehalten. Das heißt, wenn wir unseren ersten Schuss machen und da hinten schon sehen, dass da alles zersplittert ist, wissen wir, das hat nicht gehalten. Das war dann nicht so gut, ja. Nein, korrekt. Gut, wir werden jetzt erstmal auf die erste Platte mit Standardkalibern schießen, 223, 308 und 762 x 39. Und dann schauen wir mal wir machen immer 2 Schuss und dann schauen wir mal, was nach jedem 2 Schuss, wie die Platte sich verhält. Du hast jetzt schon gesagt, 6 Schuss auf die Platte, das ist schon ein bisschen Stress, Belastung, ne? Also gut, das Problem bei Keramikplatten ist ja nicht, wenn die anfangen zu brechen, kann das sein, wenn der nächste Schuss in so einen Bruch reingeht, dass natürlich die Schutzwirkung vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden ist. Ja. Aber das werden wir dann gleich sehen. Militech war da sehr offen und hat gesagt, lügt nicht, seid ehrlich, macht diesen Test. Wenn ihr das war eine Anforderung, dass wir auch Armor-Piercing-Munition haben, das ist aber Kriegswaffenkontrollgesetz, haben wir natürlich nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn wir kein Armor-Piercing haben, sollen wir jeweils 2 Schüsse von der zivilen Munition machen und genau das werden wir jetzt hier auch tun. Ne? Genau, wir haben Weichkernmunition, also Vollmantel-Weichkernmunition vorgesehen. Und bei der AK-47 haben wir Mild Steel Core, das heißt eine Eisenkernmunition, die allerdings nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, weil der Kern die erforderliche Härte für das Kriegswaffenkontrollgesetz nicht erfüllt, aber hat natürlich eine höhere Durchschlagsleistung generell als ein Blei-Weichkerngeschoss. Deshalb werden wir sehen, was die Platte macht. Dann lass uns mal loslegen. Alles klar.
So Alex, erster Blick nach hinten. Blatt Papier ist weiß, sieht gut aus. Holz sieht auch gut aus. Ja. Das scheint schon mal, gehalten hat sie schon mal. Gehalten hat sie schon mal. Was man natürlich hier sieht, das ist natürlich schon mal ein bisschen kritisch im Randbereich. Das heißt, hier wird Keramik abgesprengt. Je weiter der Schuss an der Kante dran ist, desto höher ist natürlich das potenzielle Risiko, dass Splitter den Träger verletzen. Ja? Ja. Also hier ist natürlich einiges zur Seite weggesprengt worden. Aber erstmal die Bewertung ist, ja, die Platte hat gehalten. Wir können man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, dass die normalerweise ja auch in einem Plattenträger steckt, wo du auch nochmal eine Lage Nylon oben drüber hast. Das wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Splitterwirkung wegnehmen, vermute ich. Das ist sicherlich, aber schöner ist es immer zu sehen, dass, dass wir diesen Effekt nicht haben. Okay. Wollen wir die Platte nochmal runternehmen? Genau, gucken, ich löse, du hältst die Platte fest. Okay. So, also, was sehen wir hier? Wir sehen also tatsächlich, wir haben auf jeden Fall ein Trauma und wir sehen hier Eindrücke in der Knete drin. Die sind aber von der ursprünglichen Form maximal 10 mm entfernt, also das ist noch durchaus akzeptabel. Ja. Ja, Super, dann hängen wir sie sagen, wieder drauf und nächstes Kaliber. Sicherheit. Weißes Papier, nach wie vor sauber, das heißt, das hat gehalten, Holz ist auch in Ordnung, wunderbar. Kein Durchschuss. Aber hier sieht man schon im Profil. Das heißt, die Platte, hier sehen wir also 2 Schüsse sind eingeschlagen. Ja, viel Material, das Keramik natürlich kaputt da drin. Lass uns mal die Platte abnehmen und schauen. Aha. Da sieht man schon. So. Ja, als erstes sehen wir schon mal, wir haben keinen Durchschuss, das ist schon mal immer die Punkt Nummer 1. Das Trauma ist jetzt deutlich tiefer. Also wir sind jetzt mindestens bei 20, 23 mm Eindringtiefe in die Knete. Hier hinten an der Platte sehen wir also der enorme Druck. Das PE, was hier in der Rückseite ist, hat es auf jeden Fall, haben die Splitter gehalten. Allerdings sieht man natürlich, dass die Fasern gerissen sind hier. Also sieht man auch schon die enorme Belastung, die da hinten angekommen ist. Aber gehalten hat es trotzdem. Lass uns vielleicht gerade noch was zur Distanz sagen und zur Lauflänge. Wir haben jetzt ja extra auch Waffen genommen mit langen Läufen, dass wir einfach nochmal maximale Energie haben hier. Nicht irgendwas mit einem 10 Zoll Lauf, sondern du hast jetzt eine 308 mit 16, 18 Zoll. Weißt du es aus dem Kopf? Die 308, die hat bestimmt 20 Zoll. 20 Zoll, das ist eine vernünftige Lauflänge, um eine hohe V0 hinzukriegen. Genau. Es ist natürlich immer ganz einfach, wenn man irgendwelche Waffen nimmt mit ganz kurzen Läufen. Da verliert man natürlich Energie und dementsprechend hat man weniger V0 und natürlich auch E0. In dem Fall haben wir jetzt hier eine E3, das heißt, wir sind 3 Meter vom Ziel entfernt. Also wir versuchen schon immer das Maximale rauszuholen. Okay. Ja, beim 5.56 wie auch bei der 7.62x51. Ja. Jetzt noch das AK-Kaliber, da bin ich nochmal sehr gespannt. Genau, versuchen wir jetzt nochmal mit der... Ist nicht kaputt gesplittert? Nee, wie gesagt, bis jetzt passt schon. Jetzt. So. So. Okay. Alles klar. Auf in die dritte Runde. Okay, Augen on. Ja. Okay, Sicherheit. Sicherheit. Können wir den Gehörschutz abnehmen. Ja, Papier wieder weiß, Holz auch sauber, kein Durchschuss erstmal auf den ersten Blick. Genau. Wir haben jetzt hier die Einschüsse in der Platte drin. Sehen ähnlich aus wie bei der 308, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal dahinter. Ja, da kommt einiges an Keramik uns entgegen. Ja, also man sieht natürlich, die Platte ist inzwischen, hat es natürlich inzwischen wirklich gehabt. Dennoch muss man natürlich sagen, bis jetzt wurde jeder Schuss gehalten. Wenn wir uns jetzt hier das Trauma in der Knete angucken, sehen wir den unteren Schuss, haben wir schon wieder mindestens eigentlich das Maß, was wir haben bei der 762x51, also bei der 308 Winchester. Aber der in der Mitte ist relativ flach. Und der obere noch weniger. Ja. Das heißt, hier ist natürlich möglich, dass dieser Mild Steel Core, quasi dieser nicht harte Penetrator, mehr zerstört hat von der Platte, als es hier im oberen Bereich ist. Ja. Deshalb konnte mehr Energie nach hinten in die PE-Schicht dringen.
Aber wie gesagt, erstmal muss man sagen, ja, Hat gehalten, was sie versprochen hat. hat ganz anständig gehalten, ja. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch eine zweite Platte davon und da machen wir jetzt mal einen Stresstest. Mal gucken, was die so ab kann. Alles klar, Gut. lass uns das tun. So Alex, wir haben die zweite Platte Level 3 Plus aufgespannt und jetzt machen wir einen Torture-Test mit der AK. Ne? Genau, wir haben die 762x39 wieder mit einem Mild Steel Core, also irgendwas, was gerade unter der Härte ist, die unter das KWKG fallen würde. Also so nah, wie man legal an ein Armor Piercing rankommen kann. Das Kaliber wird übrigens auch bei der Zertifizierung von Schutzplatten in Deutschland benutzt. Und da suchen wir immer nach der chinesischen Munition, die den bisschen härteren Kern hat, Ja. um sicherzustellen, dass das, was wir auch zertifizieren, dass das auch unseren Truppen hilft, also unseren Anwendern, ja, dass die quasi das auf das Beste getestet werden, was wir am Markt verfügbar haben. Ich bin sehr gespannt. Genau, Lass wir loslegen. machen die 6 Schuss drauf, quasi gleiche Menge, nur natürlich ein bisschen wilder verteilt und das Risiko Ja. ist natürlich höher, dass wir jetzt mehr auf einen kleineren Fleck schießen. Aber gut, wir gucken, was dabei Wir passiert. gucken, was passiert. Okay, dann bereit, Augen, Ohren. Ja, Ja. Kurva. Okay. Okay, Sicherheit. Hat gehalten. Respekt. Müssen wir doch auf Level 3 Plus gehen. Ja, aber das war halt nicht Dragunov, sondern das ist halt eine andere Nummer. So, erster Eindruck. Papier sauber, Holz sauber. Sieht Nee. erstmal gut aus. Und nächster Eindruck, ich habe auch getroffen, das ist total wichtig. Ja. Ja. Also, was haben wir hier? Wir haben die Masse wieder so im Bereich einer Faust, was eine realistische Größe sein könnte, was im Einsatz passiert. 2 haben wir ein bisschen weiter verteilt vom Zentrum. Ja. Ja, Schauen wir mal. ja. Ich mach los. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, wir haben da deutliche Traumaspüren an der Rückseite. Je mehr die Platte kaputt ist, ja, desto höher ist wahrscheinlich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinten mehr Trauma kriegen, dass mehr hinten durchdrückt. Aber wie gesagt, wir haben hier definitiv keinen Durchschuss. Ja, und alle anderen sind Respektable Leistung, meiner Meinung nach. gut gehalten. Level 3 Plus, Ja, Schutz bestanden. ja, Cool. finde ich gut. Ja. Ja, viel schöner als 6 Löcher. Ja, das ist auf jeden Fall Fakt. Ja, Gut. super. Dann gehen wir zurück ins Studio zum Fazit von den Militech Level 3 Plus Platten. Wir sind zurück im Studio und geben noch mal ein kleines Fazit zu unserem Plattenbeschuss der Level 3 Plus Platten ab. Militech hatte uns ja auch gebeten, mit panzerbrechender Munition zu schießen. Haben wir ja schon gesagt, das war leider nicht möglich. Deswegen haben wir immer 2 Schuss von den Kalibern geschossen, die wir zur Verfügung hatten. Hier bei unserem Standardtest mit 223, mit AK und mit 308. Alles super gehalten, keine Probleme. Auch das Backface war hier relativ moderat, muss man natürlich immer sehen, klar. Mit Verletzungen ist zu rechnen, aber besser, als wenn die Kugel durchgegangen wäre. Hat sie also ihr Versprechen gehalten und dementsprechend auch alles tipptopp. Beim zweiten Versuch hier und mit unserem Torture-Test, da haben wir ja 6 Schuss aus der AK abgegeben in einem relativ kurzen Zeitfenster, hier auch in einem relativ kleinen Bereich. Da hat man schon gesehen, da ist natürlich hier auf der Rückseite ganz schön wild die Lage an den Einschlägen gewesen. Aber ihr seht auch da, oder wir habt es ja in den Clips gesehen, die Platte hat trotzdem gehalten, was sie versprochen hat. Von daher kann man auch da sagen, perfekt. Wir müssen sagen, dafür, dass wir jetzt eigentlich keine Standard-Labortests gemacht haben und da aus 3 Meter Entfernung mit langen Läufen geschossen haben, also wir haben es den Platten schon dreckig gegeben. Selbst der Alex hat gesagt, Respekt, ja. Es sind nicht die leichtesten Platten, muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Da gibt es leichtere Platten auf dem Markt, gerade PE. Aber in dieser Preisklasse, also Preis-Leistung, bei Militech auf jeden Fall zu empfehlen. Ihr bekommt aktuell Militech in Deutschland leider nicht, aber wir blenden euch den Link zum Hersteller ein. Da könnt ihr Kontakt aufnehmen und es gibt auch verschiedene Händler, die Militech-Platten führen im Ausland, wo man die Platten dann bestellen kann.
Habt ihr noch Fragen? Was sagt ihr zu diesen Platten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Denkt daran, in den nächsten Tagen kommt noch das Level 4 Set von Militech. Das teaser ich hier gerade schon mal an. Also immer wieder einschalten. In diesem Sinne, bleibt sicher. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.